Box. Kaum Tunesien, zack, Taxi, 80 wollte er haben. Aber nö. Der nächste wollte 40. Aber geht weg. Dann kam der Straßenpolizist. Er hat gesagt, was ist denn hier los? Dann kam der nächste an, wollte 30. Nö. Das war für 20 und es ist immer noch zu teuer. Unser Hostel mitten in der Medina, der Altstadt von Tunis, so wie es früher traditionell alles gebaut worden ist. Und wir haben hier gleich die ganzen Souks und die kleinen Geschäfte und Gässchen und Sträßchen um uns herum. Total schön. Silke ist total begeistert. Hier im Café gibt es die alte Heidelberger Druckmaschine und das ganze Zubehör hängt hier überall rum oder in den Schubladen. Echt klasse. Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wir haben jetzt SIM-Karten und damit können wir Bolt nutzen und ganz entspannt Taxi fahren. Müssen wir nicht mehr irgendwie. Wir sind wieder mobil. Wieder mit Suzuki, kein Motorrad, sondern ein Auto. Wir haben einen schönen Upgrade bekommen. Wir haben noch nicht rausgefunden, ob man umklappen kann, um drin zu schlafen. Aber wir zahlen nur 25 € pro Tag für diesen Neuwagen mit 700 Kilometern. Kann einfach auf der römischen Mosaikfußboden rumlaufen, das ist nichts abgesperrt. Der Palast ist gebaut worden von 1912 bis 1922 und er gilt als einer der herausragenden Beispiele für die islamisch-arabische Baukunst. Und er ist echt wunderschön. Since you've been missing, walls are white. You were right. I'm falling out and I'm upside down. I'm getting
Was für ein herrschaftlicher Ausblick bei der Sitzung. Unglaublich. Kaufen wir, oder? Ja, kaufen wir. Hat ein paar Mängel bei den Treppen, aber da kann man drüber hinwegsehen. Da kann man mit ein bisschen Kleister und Paste das Ganze wieder richten. Zusammenkleben. Ja. Der nördlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. But don't think that I sit and wait while you contemplate the pros and cons, the highs and lows. And if I'm worth a second go, Das ist unser Sportwagen, den wir uns gemietet haben. Und hier steht unser Zelt. Die Verkäuferin hat gesagt, das ist natürlich nicht wasserdicht und Wunder. Es hat natürlich heute Nacht geregnet, weil gerade Tesch-Wochenende ist. Aber ja, wir sind trocken geblieben, nichts durchgegangen. Jetzt kommen die Schauspieler in ihren Roben auf die Bühne. Ich glaube nicht, dass die damals schon Ballett konnten. Und es gibt Absperrgitter und man darf natürlich nicht auf den römischen Mosaiken wie in Karthago drauf rumtrampeln. Connected.